Das Studio ist fertig. Aufnahme on the road. In Namibia waren wir 3,5 Monate. Die längste Zeit, die wir überhaupt in einem Land waren. Wir sind, ich glaube, 10.000 Kilometer in Namibia nur Schotter gefahren oder Sand oder sonstiges. Und ich meine, das hat auf jeden Fall mein Fahrkönnen immens verbessert, das muss ich sagen. Aber es hat dann auch gereicht. Es hat sogar dem Josh gereicht, das muss schon was heißen. Und Namibia und Südafrika wird getrennt durch den Orange River. Und im Vergleich zu allen anderen Flüssen in Namibia, die ja eigentlich kein Wasser führen, die immer nur trockene Flussbetten sind, hat der Orange River aber Wasser. Und das heißt, die links und rechts am Ufer von dem Fluss ist grün und blüht und Vögel und schön. Und wir kamen da an und wir waren so, oh geil, grün und blau und Farben. Und als wir dann nach Südafrika gefahren sind, wurde das ja dann immer grüner und das war halt schon schön. Also nach 3 Monaten Wüste will man dann schon wieder was anderes sehen. Das Auge vermisst das Grün und die Farben und die Düfte und die Geräusche, die die ganzen Vögel und so machen. Das merkt man dann erst. Joanna? War das anstrengend heute? Wie anstrengend? Viel. Anstrengend. Tot. Ich sag mal nichts für Menschen, die auf Gesellschaft stehen. Namibia ist echt ein Land für Individualisten, also für Menschen, die einfach die Natur lieben und den Elementen ausgesetzt sein. Weil Namibia ist extrem schwach bevölkert. Das hat natürlich eine interessante Kultur, aber du kommst nicht so oft mit irgendeiner Form von Kultur in Kontakt, weil da einfach in der Regel, wo du bist, niemand sonst ist. Das sind 2 Millionen Menschen auf die 1,5-fache Fläche Deutschlands. Also nach der Mongolei ist das am schwächsten besiedelste Land der Welt. Wir kamen in Namibia an und es war erstmal das erste Land, wo wir wirklich kein Visum brauchten, seit Ägypten. Und wir haben gesagt, wir lassen uns jetzt hier länger Zeit. Einfach mal, weil wir müssen hier nicht durchhetzen. Wir haben 3 Monate und ja, wir gucken es uns jetzt einfach mal in Ruhe an. Dann gibt es in Namibia natürlich auch noch jede Menge zu sehen. Es ist wunderschön da. Es ist schwierig zu beschreiben, wenn man noch nicht da war, weil es ist so leer eigentlich, aber doch so schön. Diese Weiten, die kennt man überhaupt nicht von Deutschland oder von Europa auch. Und es war einfach beeindruckend. Und wenn du jemand bist, der sich gerne bewegt und gerne ein bisschen Freiraum um sich herum hat, ist Namibia ein Traum. Wirklich auf seine eigene Art und Weise wunderschön. Und gerade nach dem sehr dicht bevölkerten ostafrikanischen Küstengebiet auch mal so ein bisschen Erholung für den Geist. Wir sind gerne unter Menschen und wir sind auch gerne zu Gast und gar keine Frage. Aber die Reise wird ja gemacht so ein bisschen durch das Auf und Ab. Und wenn du in Sambia irgendwie 4, 5 Wochen nur von Menschen umgeben bist und den ganzen Tag nur dann kommst du nach Namibia und genießt einfach erstmal die Stille um dich rum, kannst deine Gedanken mal wieder zu Ende denken. Und ja, das ist dann halt cool, dieser Kontrast. Deswegen hat es uns ja echt gut gefallen. Wir haben den Sossusvlei Nationalpark besucht mit den Dünen. Das ist schon, sowas habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Du krabbelst eine Düne hoch und die nächste und guckst von oben und siehst nur Dünen. Das ist halt die Namib-Wüste und das war Wahnsinn. Sowas, ich meine, ich bin schon durch einige Wüsten gefahren, aber das war irgendwie, sowas gab es noch nicht. Es ist einfach ganz anders als alles, was man so kennt, wenn man in Deutschland oder Europa unterwegs ist. Da ist halt alles grün und alles feucht und hier Wolken und da Nebel und alles irgendwie wie so hinter so einem Schleier. Und in Namibia ist das reduziert auf die absolute Basis. Alle Berge, alle Täler, alles ist nackt. Da ist nur nackter Stein. Und das ist natürlich auf den ersten Blick öde. Auch weil man es nicht gewöhnt ist. Man denkt sich, boah, hier ist ja alles tot, hier lebt ja nichts.
Aber je länger du durch Namibia fährst, desto mehr merkst du, dass es da doch Leben gibt. Einer meiner schönsten Namibia-Momente war mit Sicherheit der Besuch im Etosha Park. Da haben wir ich habe das erste Mal, der Josh auch, wir haben das erste Mal Nashörner da gesehen. Und natürlich auch jede Menge andere Tiere, aber das war cool. Gerade wenn man weiß, dass das Nashorn halt auch vom Aussterben bedroht ist, durch die ganze Wilderei und so. Das halt nochmal sehen zu können mit eigenen Augen, nicht nur im Fernsehen oder am Computer, das war schon schön. Bei uns ist das alles überwuchert mit Gras und Bäumen, Sediment und verrottete Bäume, gibt wieder Erde und so weiter. Und diese ganzen Felsen, die du in Namibia siehst, die gibt es bei uns auch. Aber die liegen Meter und Hunderte von Metern tief unter organischem Material. Und deshalb sind wir das nicht so gewöhnt. Aber wenn man dann einen Blick für hat nach einer Zeit, faszinierend. Also es ist nicht öde. Es ist echt alle 10, 15, 100 Kilometer wieder was völlig anderes. Wüste immer noch, aber das ist so, als würde ich sagen, ist ja nur Wald. Ne, also der Wald in Brasilien drüben sieht nicht so aus wie der Wald in Sibirien, sieht nicht so aus wie der Wald in Mittelhessen und der nicht so wie der in Sizilien. Und so ist das mit der Wüste auch. Weil du kannst wirklich 200 Kilometer fahren und dann kommt so ein winzig kleiner Ort mit Tankstelle, Café, Einkaufsladen, wenn du Glück hast, ein Campingplatz und das war's. Also wir mögen das ja grundsätzlich, dass wir irgendwo, mitten im Nirgendwo einfach unser Zelt aufbauen können. Und es war echt cool. 3 oder 4 Mal hin und her gefahren, weil wir dann auch am Ende irgendwie überall jede Menge Freunde hatten. Und es war einfach total schön. Und dann gab es hier noch was zu erleben und da noch was zu sehen neben der Straße. Und dann waren es auf einmal 3,5 Monate. Also ich muss tatsächlich sagen, obwohl das so eine Wüstenlandschaft ist und wir ja gesagt haben, an sich ist da nicht so viel los, sind es doch wieder die menschlichen Erlebnisse, die so hängen geblieben sind. Es war eigentlich immer Zufall. Also das erste war in Swakopmund, die Familie Krüger. Da sind wir hingefahren, weil der Martin uns angeboten hat, er wechselt uns die Reifen und wir können seine Garage benutzen. Und wir sind da hingefahren und dachten, ja, 2, 3 Tage. Und es wurden dann, ich glaube, 8 Tage daraus beim ersten Mal. Und es war einfach eine schöne Zeit. Und wir sind dann auch, ich glaube, insgesamt waren wir 3 Mal bei denen. Weil wir sind ja, wie gesagt, zickzack hier und da. Und jedes Mal dann nochmal auf dem Kaffee vorbei. Und dann, bevor wir Namibia verlassen haben, haben wir dann nochmal ein Wochenende dort gewohnt. Und hatten nochmal 2, 3 schöne Tage zusammen. Ja, und das ist so ein bisschen, man hat jetzt so eine südafrikanisch-namibische Familie, Gastfamilie, wie man es auch immer nennt. Und wir haben heute noch Kontakt und deswegen war das auf jeden Fall besonders. Und ein Erlebnis, das war so ein bisschen eine Brücke zwischen meiner allerersten Reise vor 7 Jahren durch Afrika und der jetzigen. Und zwar sind wir da im Caprivi-Zipfel, bin ich vor 7 Jahren, weil ich keine Kohle hatte und die Sonne langsam unterging, quasi am Straßenrand einem Schild gefolgt, das hieß Mobola Island Lodge. Und dann bin ich da auf so ein Paradies neben dem Okavango-Fluss gestoßen. Ein wirklich wunderschön angelegter Campingplatz mit so Hüttchen, geführt von dem Alex und seinem damals 13 Jahre alten Sohn Georg. Und ich habe gleich die Karten auf den Tisch gelegt, habe gesagt, Leute, ich hatte irgendwie 4000 Tacken, um hier runterzukommen, das Geld ist alle, ich weiß nicht, wo ich schlafen soll, ich kann mir kaum was zu essen leisten. Aber hier ist so schön, ich würde hier gern bleiben. Und dann haben die damals mich quasi eingeladen, dort so lange zu bleiben, wie ich möchte und haben mich da auch verpflegt. Naja, ich kam dann jetzt also nach diesem schönen Erlebnis wieder und habe diesen Ort auf der Landkarte wieder gefunden. Wir hatten 7 Jahre keinen Kontakt, nicht geschrieben. Ich war damals nicht so Facebook, Instagram, E-Mail-mäßig unterwegs. Ich bin halt gekommen und dann war ich wieder weg. Und dann 7 Jahre später habe ich den Ort wiedergefunden. Dann bin ich rein, durchs Gate, innen drinne, Mopeds abgestellt, Helm abgezogen. Kommt so ein
Brocken von Namibia da um die Ecke, so halblange Haare, ganz entspanntes Lächeln. Macht er die Augen so, guckt mich an, sagt, Joshua? Sag ich, ja, bist du der Georg? Und der hat mich sofort wiedererkannt und dann umarmt er mich und hebt mich fast hoch. Wie gesagt, er hat jetzt so Schultern und ich habe den nicht wiedererkannt. Lange Haare. Ich sah auch anders aus. Ich hatte damals noch so einen Militärlook, andere Klamotten, anderes Moped, aber der hat sich das gemerkt. Absolut. Und dann haben wir da 3 Tage übernachtet und mit der Zeit kam halt raus, wie sehr dieser junge Mann damals inspiriert war von meinem Auftreten da. Also der Alex hat gesagt, als du weg warst, ich konnte mir das nicht mehr anhören. 3 Monate lang, jeden Tag hat er jetzt gefragt, ob er dann jetzt ein Moped bekommt. Er will jetzt Motorrad fahren, er braucht ein Motorrad. Und 3 Monate später habe ich gesagt, ach komm, ich halte es nicht mehr aus. Habe ich ihm ein Moped gekauft und seitdem fährt er. Das ist cool, wie man so unbewusst Menschen am Wegesrand irgendwie so beeinflusst, ja, inspiriert. Ja, also Namibia war auch eins meiner Highlights dieser Reise bisher. Ein Land, in das ich auf jeden Fall wieder hinfahren würde.